Ich grüße euch. Heute bin ich einmal zum Lippesee Nähe Paderborn gefahren. Allerdings nicht alleine. Wir wollten einmal mit 2 Drohnen unterwegs sein. Hier ist das Gut Lippesee. Hier kann man nicht nur gut feiern, sondern auch gut essen. Und dann haben wir uns ein gutes Plätzchen zum Starten gesucht. Und gleich schauen wir uns auch einmal das Gut Lippesee von oben an. Mit 2 Drohnen unterwegs zu sein, da muss man sich natürlich vorher absprechen, dass zumindest eine Drohne 5 Meter höher ist als die andere. Achtung! Drohne auf 12 Uhr. Willst du wohl nach oben gehen? Ein paar Meter höher? Na, geht doch. Dann machen wir mal einen kleinen Rundflug über den Lippesee. Vielleicht wäre der eine oder andere hier schneller geflogen. Das wollte ich aber gar nicht, denn bei dieser Geschwindigkeit hat man so eine tolle Bildschärfe. Man kann jede Ente da unten landen sehen, jeden Vogel fliegen sehen. Es ist einfach herrlich. Besonders wenn man dann einen 4K-Monitor hat und kann sich das alles schön in Ruhe anschauen. Also mir macht es Spaß und ich finde es toll, super anzuschauen. Guckt es euch in Ruhe einmal an, es ist einfach schön. Hier sieht man so einige Segelboote liegen, aber auch ein paar Tretboote. Eigentlich wollte ich hier noch viel weiter fliegen, dann bekam ich aber eine Meldung auf meinem Smart Controller. Achtung! Bemanntes Flugobjekt in der Nähe. Das hatte ich ja noch nie gesehen, ich habe auch kein Flugobjekt gesehen und man hört auch nichts. Aber trotzdem war ich vorsichtig und bin erstmal zur Basis zurückgeflogen.
Erst nach 3 bis 5 Minuten sah man und hörte man auch ein kleines Flugzeug, das in ca. 300 bis 500 Meter Höhe über den Lippesee flog. Aber unser einer geht da lieber auf Nummer sicher. Ich habe die Flughöhe verlassen und bin auf 10 Meter runter. Dann ging es noch einmal über den See rüber, denn ich wollte unbedingt zu dem kleinen Sandstrand einmal hin, wo sich ein Bistro befindet. Hier ein paar Infos. Aus dem Lippesee wird auch ein hochwertiger Kies gefördert. Das kann man hier im Hintergrund ganz gut sehen. Der See ist ein Stausee mit 7 Millionen Kubikmeter Wasser und wurde 1986 in Betrieb genommen. Hier wird auch viel Wassersport betrieben. Hauptsächlich Segelboote sind hier unterwegs. Es gibt Segelclubs. Natürlich ist alles vom Wetter und von der Saison abhängig. Heute waren leider keine Segelboote unterwegs. Dann ging es wieder zurück zur Basis und im Anschluss gehe ich einmal auf 100 Meter Höhe und wir schauen uns einmal den Lippesee von oben an.
Dann ging es für uns zu Fuß weiter, ein paar hundert Meter nur. Da gab es dann die Wasserski-Seilbahn Paderborn. Dort haben wir als erstes bei dem Personal gefragt, ob wir dort überhaupt fliegen dürfen. Das war wohl kein Problem, wir haben also die Genehmigung bekommen. Vielen Dank dafür. Hier haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht und dann konnte es auch schon losgehen. Hier musste man natürlich darauf achten, dass man höher als diese Zugseile war. Hier gab es 2 Wasserskibahnen. Die längere Bahn sieht man da im Hintergrund. Da wollte ich aber nicht drüber fliegen. Das war mir zu nah an der Straße. Ist auch gar nicht zulässig.
einfach herrlich, wie sich die Wolken hier im Wasser spiegeln. Das sieht wirklich super aus. Es ging wieder zurück, dieses Mal unter den Seilen her. Da musste man natürlich auch die Höhe einhalten. Auf der linken Seite kann man gut sehen, von wo aus gestartet wird. Auch hier wieder toll zu sehen, wie sich alles im Wasser spiegelt. Und dann ging es wieder zur Basis zurück. Und auch hier zeige ich euch mal einen Blick aus 100 Meter Höhe. Ganz hinten kann man auch gut den Lippesee erkennen. Von hier oben hat man wirklich einen tollen Überblick. Und damit nähert sich das Video auch dem Ende zu. Zum Schluss gibt es ein paar schöne Fotos. Ich möchte mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.